Der Fokus bei den Tests bei Are Rental in Berlin lag hauptsächlich auf dem Aufbau der ganzen Kamera. Also es ging darum, auf die Augenhöhe der Hunde zu kommen und auch eine möglichst leichte Kamera zu haben, weil es relativ anstrengend war, natürlich die Kamera immer aus manchmal zwei, aber hauptsächlich aus einer Hand zu halten, bei Gängen zum Beispiel. Und die Objektive waren relativ bald klar, dass wir auf jeden Fall lichtstarke und möglichst leichte und kleine kompakte Objektive brauchen. Deswegen fiel die Wahl sehr schnell auf Zeiss Highspeed-Objektive. Weil wir so viel uns bewegt haben und wir nicht unbedingt allzu unruhige Bilder wollten oder ein zu stabilisiertes Stabilisierungssystem quasi, haben wir dann auch eher weitwinklige Objektive genommen. Also wir hatten das 18er, das 25er und das 35er dabei und haben das meiste eigentlich mit dem 18er oder mit dem 25er gedreht. Es ging auch darum, dass wir das Master Grips testen auf jeden Fall. Das war ein wichtiger Teil, einmal wegen der Remote-Funktion und einmal einfach als stabilisierendes Tool, was damit angebaut war. Und wir hatten noch das Wave Bats Tool, was so ein Stabilisierungstool ist von Bats Tools aus München. Und also hauptsächlich ging es um die ganze Handhabung und das ganze Handling und wie stabil oder wie unstabil wollen wir das haben. Und ich hatte auch noch einen Rucksack dabei, wo der Akku dann hinten drin war, damit die Kamera selbst leichter ist. Und sowas haben wir da hauptsächlich getestet. Nico Hauter von Arimitte Berlin war der Kolorist von Space Talks. Und es war tatsächlich so, dass es sehr viele verschiedene Licht- und Farbsituationen gab. Wir hatten am Anfang auch schon eigentlich einen bunten und poppigen Film. So. Dachten wir, wäre ein schöner Look für diesen Film. Mittlerweile nach dem Grading und nachdem der ganze Film fertiggestellt worden ist, also wir sind dann mehr einen natürlicheren Weg gegangen, haben das weniger bunt, weniger poppig gemacht, teilweise auch unterschiedlich. Also es gibt auch einzelne Sequenzen, die wir ein bisschen überhöht haben oder mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung gegangen sind, aber grundsätzlich ist ein sehr natürlicher, naturalistischer Stil so, von der Farbkorrektur. Es gab sehr viele Natriumdampflampen in Moskau, auch dann aber wieder LEDs und wirklich unterschiedlichste Lichtquellen in dieser Stadt. Das war schon eine kleine Herausforderung, aber wir haben dann eigentlich, also das Orange war so von den Natriumdampflampen, das war so, oder was für ein Farbton auch immer das war so eigentlich die größte Herausforderung, da so die genaue Farbnuance zu finden. Damit haben wir uns sehr stark beschäftigt und immer wieder leichte Abänderungen gemacht. Und die Buntheit dieser Stadt und auch dieser verschiedenen Lichtquellen, die wollten wir aber erhalten. Also wenn es mal ins Grün oder ins Lila oder irgendwie so, wollten wir das auch mit dabei haben. Und wollten das auch zeigen, dass diese Farbdiversität der Lichter dieser Stadt. Und dann gibt es einzelne Szenen, die wir versucht haben, ganz leicht in einzelne Richtungen zu überhöhen. Zum Beispiel, wenn es eine romantische Szene gab oder eine härtere Szene und so weiter. Also haben wir mit Nico Hauter und Levin und Else zusammen lange auch verschiedene Looks ausprobiert.